Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video und heute der neue Song von Andy Rex und Desiree. Bin ich sehr gespannt, was das Ding kann. Retrospect. Crazy Name. Crazy Name. Wir gehen direkt rein. Ja, werden natürlich. Oh, das ist immer noch eine Sache, die ich bei Gearbox ja immer noch lernen muss, ne? So am Anfang sieht es halt wirklich aus, als hättest du nur ein Bild. Ein Bild, vielleicht ein paar Effekte drin. Aber da wird ja irgendwo dann immer noch was zusammengeschnitten. Geil. Deswegen, ich bin gespannt, wie mich das Ding wieder pfeffern wird. Ja, wir gehen einfach rein. Komm, let's go. Aber ist ein cooles Bild, oder? Ich finde, das ist ein sehr geiles Bild. Auch, dass das hier so ein bisschen mäßig aussieht wie so eine Uhr. Kaputtes Glas, ne, das Glas hier hochknallt. Kaputt, ja, kaputtes Fensterglas, Tür, whatsoever. Sieht schon Hammer aus. Das ist halt auch immer die Sache, ne? Diesen Anfangsteil, ne? Das ist ja Rock, Hard Rock, wenn nicht sogar Metal. Da könnt ihr mich gerne korrigieren. Wie gesagt, dafür bin ich ja immer offen, ne? Damit ich halt auch selber lerne, okay, ungefähr die Richtung. Ich werde hier nie einen auf professionell tun, weil das bin ich einfach nicht. Bin ich gerade ein bisschen zu dumm für. Da bin ich auch ein bisschen ehrlich zu mir selber. Ne, aber dieses, ich sag jetzt mal Metal-mäßige, ist gar nicht so was für mich, ne? Aber das ist ja sowieso, was Rock immer in mir schon oder was ich immer schon an Rock gefeiert habe. Du hast dieses krasse Schreien, was ja total krass eigentlich, also ne, was ja wirklich, wo man sogar Respekt vor haben muss. Also habe ich auf jeden Fall, ne, dass du deine Stimme so benutzen kannst. Viele sagen, es ist ja einfach nur Schreien, aber mach das mal. Mach da mal dann Auftritte und so mit. Das ist ja trotzdem Kunst, das hinzubekommen. Es ist bloß halt nichts für mich. Bloß, was mich dann immer wieder fasziniert und mich dann immer wieder reinholt, ist genau das, was wir hier ja auch haben. Du hast dieses Schreimäßige und dann kommt dieses krasse aus dem Rock, finde ich, wo du merkst, ey, das sind so gute Sänger, wo die so geil melodisch melodisch singen können. Wahnsinn. Geil, ey. Bro, jetzt mal ganz ehrlich, wie kommst du auf die Idee, außen nichts einfach hier einen Cut reinzumachen? Also einfach einen Übergang reinzumachen. Das macht eigentlich gar keinen Sinn, ne? Holy shit. Also da werde ich Gearbox immer für lieben, ne? Dass sie so viele unterschiedliche krasse Kicks drin haben. Aber das ist immer, es passt immer so geil zusammen. Ich finde, du hast immer so ein richtig geiles Tempo. Aber auch die Sounds der Kicks, die passen jedes Mal so geil zusammen. Du kannst geil ausrasten, aber es ist auch nicht dieses Stückchen drüber. So, es ist genau an dieser Grenze, oder ein bisschen vielleicht so, ja doch, so an dieser Grenze, wo man sagt, boah, ist das geil. Und das sage ich als der kein Abtempo hört.
Ich glaube, das ist auch eine Sache, wo man Gear oder die ganzen Gearbox-Artisten, ne? Einfach so jetzt, aber auch Andy Rex und Desiree, glaube ich, auch so ein bisschen unterschätzt, dass die halt melodisch trotzdem so gut können. So, es ist ja oft so, glaube ich, dass, wenn du im Hardstyle-Business drin bist und ne, Andy Rex hörst, Desiree, die ganzen Gearbox-Artist, du bist so, ja gut, es sind halt diese krassen Kicks, ne? Das ist ja das Gefühl, was die sehr ausmacht. Und mehr können die nicht. Aber ich finde, hier merkst du einfach, und auch bei den anderen Songs, dieses Verständnis, wie geil dieses Rock mit diesen Kicks passt. Erstmal das hinzu, ne, dass die das gecheckt haben, dass das mega geil zusammenpasst, ist Hammer. Aber auch diese Melodien, die dir dann, ne, dieser Übergang einfach. Du hast diese kranken, harten Kicks und dann kommt das. Und es baut sich wieder von so mega geil auf. Das ist Hammer. Junge, hätte mir vor ein paar Jahren oder ja, hätte mir jemand vor 5 Jahren gesagt, dass ich auf solche Sounds stehe, auf solche Kicks, da hätte ich gesagt, Junge, hast du so noch alle? Das ist so futuristischer Shit eigentlich, wenn man so überlegt, wie sich das anhört, ne? Aber es hört sich so geil an. Boah. Hey, ich muss es einfach sagen. Ich liebe das einfach, ne? Ganz ehrlich, ich bin ja ein totaler melodischer Kerl, ne? Merkt man ja. Auch bei Hardstyle. Und eigentlich habe ich immer gedacht, dass ich auf diese Kicks gar nicht stehe. Aber diese Kombination, wie die das fabrizieren, ich komme da nicht drauf klar. Ich check das nicht. Die müssen da doch im Studio sitzen und sich denken, also du kannst mir doch nicht erzählen, dass sie das innerhalb von ein paar Stunden sich da hinbauen. Oder sagen wir mal, also, weiß ich nicht. Du musst doch gefühlt einen Tag haben, wo du dieses Melodische machst, wo du dir denkst, boah, ja geil, ich bin gerade so in diesem Melodic Flow, warum haust du dieses ganze Melodische, vielleicht den Gesang dazu und dann und dann kommt dieser eine Tag, wo die dann sagen, ja okay, gut, jetzt machen wir ein bisschen Andy Rex, ein bisschen Desiree, Magic drauf, let's go. Und dann scheppern die da alles weg. Weil das harmoniert, das sollte nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie die da vorsitzen und das geil zusammen machen. Das ist Wahnsinn. Hammer, ey. Aber das ist halt, ne, musst du halt draufstehen. Muss man halt wirklich sagen. Klar, ne, ich habe ja auch meine Sachen, die mir gefallen und die mir nicht gefallen. Auch bei dem Track ja wieder, ne, dieses Metal-lastige und das einmal dieses kleine Abtempo-Ding. Ähm,
Ich bin ja total kein Abtempo-Fan. Das merkt man ja auch immer wieder. Dadurch geht bei mir dann manchmal der Vibe kaputt. Aber die bauen das so schnell wieder auf. Das ist Wahnsinn. Ich check das manchmal nicht. Und dass sie so krasse Kicks da, wenn man überlegt, wie die Kicks sich sowieso entwickelt haben, und dass sie die Kicks ja immer noch weiter ausreizen, das geht gar nicht. Das geht in meinen Kopf gar nicht rein. Aber wie gesagt, ein sehr, sehr geiles Teil. Zeigt halt wieder, dass diese Kicks so krass gut zusammenpassen mit diesen Rock-Elementen, Rockgesang. Ähm, Wahnsinn. Wirklich, wirklich Wahnsinn. Aber da muss ich auch ehrlich sagen, dieses Metal-Ding passt auch fucking, also nochmal, also ne, Rock und Hardstyle passt ja schon sehr geil zusammen. Ne, egal wie. Aber wenn du dieses Geschreie hast, du wartest eigentlich auf diese ganzen krassen, crazy Kicks. Ist ja einfach so. Und das ist halt hier wieder mega geil gemacht. Also Real Talk, ich finde es immer wieder faszinierend, was Andy Rex abreißt. Natürlich Desiree, ne, jetzt gerade erst kennengelernt, aber auch mega Job. Äh, Macht mies Bock. Wahnsinn. Auch geiles Video. Cooles, also ich finde das Art mega geil gemacht. Wäre ich auch gar nicht mal so sauer gewesen, wenn es jetzt die ganze Zeit so gewesen wäre. Aber dass sie dann so gewechselt haben mit dieser Ansicht hier, ist auch eigentlich ganz cool gemacht. Natürlich auch viele Effekte drauf. Ist dann die Frage, ne, ob man darauf steht, weil, ne, dadurch, dass du dann viele Effekte oder ne, sehr viele wechselnde Effekte plus schnelle Cuts hast, passt natürlich sehr geil zu Hardstyle, weil du halt dieses krasse Tempo hast, diese krassen Kicks hast. Aber musst du halt draufstehen, ne? Es haben ja auch schon andere bewiesen, dass du mit weniger Effekte und so auch ein geiles Video machen kannst. Aber videotechnisch fand ich es sogar auch sehr, 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 sehr cool dazu. Es war nicht too much. Und ich bin ja, aber bei mir ist das auch die Sache, ich bin halt ich liebe dieses Editing-mäßige, ne? Wenn du geilen Schnitt hast, geile Übergänge setzt, geile Effekte einbaust. Aber bei mir ist ja auch irgendwann das Maß voll. Aber hier ist sehr geil gemacht. Geiler Song, geht gut steil. Bin ich echt gespannt, wie das Ding brettern wird, wenn das live gespielt wird. Und ja, dann bin ich gespannt, wie es weitergeht, was wir sonst noch so viel neue krasse Sachen hören. Ich hoffe ihr auch, dann sehen wir uns da wieder. Sonst wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, verliert euer Lächeln nicht und dann vielleicht bis zum nächsten Mal.